Oh oh, die Kopfhörer schon wieder. Das heißt, er fängt an zu singen. Ja, das tut er. 'Cause there was this boy whose parents made him come directly home right after school, and when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain that they always just have gone there. Sieht aus wie so eine kleine Palme. Nochmal zum Stichwort Wärmeentwicklung und ich fühle mich wie ein Ofen. Ja, das kann ich nach wie vor bestätigen. Inzwischen ist es auch so, dass ich, obwohl noch nicht mal Hochsommer ist und die Temperaturen zwar nur so ins Richtung Sommerliche gehen, aber noch nicht richtig hart heiß sind, trotz allem kann ich schon jetzt nicht mehr mit normalem Bettzeug schlafen. Auch wenn ich eine dünne Bettdecke nehme, es ist so heiß alles. Ich schlafe momentan wirklich mit dem puren Bettzeug. Also nur das Bettlaken und ohne die Decke da drin. So warm ist mir. Das war letztes Jahr, obwohl ich da auch schon auf Testosteron war und ich da auch schon unter Hitzewallungen klagte. Das war dann noch nicht so. Es gibt doch noch was zu erzählen. Und zwar meine Körperfettverteilung hat sich doch nochmal geregt. Bei mir ist es so, dass ich schon seit 2 Jahren jetzt, seitdem ich Kniebeuge mache, die immer ein bisschen abgewandelt machen muss. Und zwar, ich lege mir unter die Fersen so kleine Klötze. Die sind nicht höher als das hier, was ich hier zeige. Und die lege ich mir unter die Fersen, damit ich ein bisschen mehr vom Gewicht her nach vorne gekippt werde, weil ich sonst, wenn ich ohne Klötze squatte, da kippe ich einfach so nach hinten rum. Mein Arsch ist einfach so breit, meine Körperfettverteilung ist so auf den Hintern zentriert, dass alles, was ich habe und was schwer ist, nach hinten geht und dann hat nichts mehr nach vorne dagegen Gegengewicht und deswegen kann ich das sonst nicht ausführen. Und das hat auch jetzt 2 Jahre lang wunderbar geklappt mit den Klötzern und dann bin ich nicht mehr umgefallen. Aber jetzt seit einiger Zeit habe ich immer gemerkt, wenn ich Kniebeuge gemacht habe, als sportliche Betätigung, dass ich dann Rückenschmerzen hatte. Und das hatte ich schon ewig nicht mehr. Beziehungsweise seitdem ich Sport mache, habe ich im Prinzip keine Rückenschmerzen. Dafür mache ich sie ja eigentlich auch. Und habe dann gemerkt, dass diese Rückenschmerzen oder diese starke Beanspruchung schon während des Squattens entstand. Und dann habe ich aus Spaß mal diese Klötze weggenommen. Und siehe an, ich falle nicht mehr nach hinten um. Das heißt also, meine Fettumverteilung scheint sich jetzt so stark auszuwirken, dass ich etwas mehr Kreuz bekommen habe oder etwas weniger Hintern oder vielleicht sogar beides. Ist jedenfalls ziemlich cool. Meine Körperbehaarung hat sich jetzt ein klein wenig ausgebreitet. Und zwar merke ich jetzt auch so einen ganz leichten Flaum auf meinen Pobacken. Ich weiß, das war jetzt eine Information, die ihr garantiert dringend gebraucht habt, aber sorry, sei es drum. Das ist auch so eine Stelle, bei der ich nie damit gerechnet habe, dass da irgendwie nennenswert Haare auftauchen. Aber ja, da kommen auch welche hin. Auch wenn man sie gar nicht sieht, sondern es ist wirklich nur, wenn man so nicht direkt drüber streicht, sondern so direkt über die Haut fährt, dann merkt man, dass da so Flaum ist. Witzig. Ja, und ansonsten merke ich, dass meine Haut augenscheinlich deutlich empfindsamer geworden ist im Vergleich zu Prätesto. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich offenbar mein Molke-Protein-Shake-Pulver nicht mehr benutzen kann. Ich nehme also jetzt schon wieder seit einigen Monaten das Vegane, obwohl das nicht so gut schmeckt. Das ist auch besser für meine Haut, aber ich habe auch festgestellt, dass ich noch ganz viele andere Lebensmittel offenbar gar nicht mehr oder nicht mehr vielleicht in dem Maße konsumieren kann, wie ich das vielleicht mal gerne gemacht habe. Manche Eissorten gehören zum Beispiel dazu, oder jetzt habe ich sogar Rotwein in Verdacht und so Bier-Mixgetränke. Also das ist ein bisschen, es hat etwas Unbeschwertheit verloren, wenn ich nicht einfach mal das essen oder trinken kann, was mir gerade so einfällt, was ich gerne essen und trinken würde. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Apropos Haut, noch eine ganz interessante Sache, wo ich anfangs dachte, ich bilde mir das ein, aber dann hat mir das eine Transfrau bestätigt. Und zwar, mein Hautton wirkt ein bisschen dunkler als früher. Nicht, dass ich irgendwie nennenswert
dunkler aussehe oder gebräunter aussehe oder dass jetzt irgendjemand zu mir sagt, Mensch, warst du im Urlaub? So schlimm ist es jetzt nicht. Ich bin immer noch vom Hauttyp ein absolutes Milchbrötchen, daran wird sich auch nichts ändern, aber es ist nicht mehr so, dass man so sämtliche Venen durchscheinen sieht an den Beinen und an den Armen. Es ist nicht mehr ganz so extrem. Und ich dachte anfangs, dass ich mir das einbilde, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das einer Transfrau erzählt habe und die mir bestätigte, ja, bei ihr ist die Haut nämlich heller geworden. Und das hat mich völlig erstaunt, damit hätte ich nie gerechnet. Zeit mal wieder für ein Update. Das war's. Nein, tatsächlich das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich, glaube ich, etwas mehr Alkohol vertrage, weil ich früher eigentlich recht gut wusste, wie viel ich so vertrage, bevor dann Schluss ist und bevor ich dann aufhören sollte, noch Alkohol zu trinken an einem Abend. Und das ist jetzt so, dass ich einfach den Alkohol schneller abbaue als vorher und ich auch schneller wieder nüchtern werde als vorher und nicht deswegen ja, hochprozentige, schon gehaltvolle Cocktails trinken kann. Und nach kurzer Zeit bin ich quasi wieder nüchtern. Das ist etwas, was vorher nicht so der Fall war. Ja, ich kam vorhin vom Sport und ich muss feststellen, wahrscheinlich muss ich meine Trainingsroutine, also meinen Workout-Plan umstellen. Denn der Plan, den ich jetzt habe seit, ich weiß nicht, über einem Jahr oder sowas, der funktioniert nicht mehr oder scheint nicht mehr so gut zu funktionieren. Ich habe ja schon die letzten Wochen, eigentlich schon Monate bemerkt, dass ich nicht mehr so die Fortschritte mache oder dass ich stagniere und teilweise sogar ja, wieder schwächer werde, obwohl ich regelmäßig zum Training gehe. Und der Grund war, also mein Trainingsplan sah eben bisher so aus, dass ich ziemlich lange Pausen machen muss, bevor ich dieselbe Muskelgruppe wieder trainiere. Das heißt, ich hatte anfangs jede Woche jede Muskelgruppe einmal mit irgendeiner Übung durchtrainiert und da habe ich irgendwann schon gemerkt, dass das schon zu viel war, dass meine Muskeln noch ermüdet waren, wenn sie das nächste Mal wieder dieselbe Übung machen mussten. Das heißt, ich habe mich dann so abgewechselt, habe dann so immer 2 Übungsabläufe immer so alternierend einmal in der Woche durchgeführt und dann als zweites irgendwas anderes, was auf andere Muskelgruppen ging. Und das war dann genau perfekt. Da hatten meine Muskeln genügend Zeit, um sich zu erholen, bevor sie das nächste Mal gefragt wurden. Und jetzt inzwischen scheint es so zu sein, dass meine Muskeln sich schneller regeneriert haben und bereit wären, das nächste Mal gefordert zu werden. Allerdings ist dann erstmal eine andere Muskelgruppe dran und deswegen werden die wieder lahm und träge und bauen sich vielleicht wieder ab. Sodass ich jetzt die Frequenz erhöhen muss. Und ich habe mir jetzt schon einen neuen Trainingsplan zusammengesteckt, der wieder höher frequenter arbeitet. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe vorhin nochmal Muskelgruppen trainiert, die ich erst vor 3 Tagen bearbeitet habe und habe gemerkt, dass ich tatsächlich noch ein bisschen Muskelkater habe, aber dass tatsächlich schon eine Leistungssteigerung vorhanden war im Vergleich zum letzten Mal. Also es ist faszinierend. Man kann sich wirklich auf nichts mehr verlassen, was vor der Transition mal so oder so funktioniert hat. Das kann während oder nach der Transition völlig anders sein. Es ist, als ob man einen völlig neuen Körper geschenkt bekommt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon bemerkenswert, wie viel sich ändert. So, 1,5 Jahre sind es jetzt inzwischen. Nochmal zum Thema Behaarung, Klassiker. Die hat sich jetzt auch weiter ausgebreitet. Jetzt habe ich auch über dem Bauchnabel eine von Weitem auch sichtbare Haarspur hoch Richtung Brust. Auf der Brust selber ist noch nichts, aber wer weiß, da tut sich vielleicht um die Brustwarzen herum auch schon ein kleines bisschen was, aber noch nicht viel. Und auf der Schulter habe ich so die ersten 2, 3 Härchen, die auch wieder regelmäßiger nachwachsen. Das geht also jetzt langsam voran. An den Armen ist es einfach unsichtbar. Also da ist der Flaum nach wie vor da, aber nicht besonders aufdringlich. Eine andere Sache, wo wir gerade bei Haaren sind, meine Haarlinie zieht sich ja schon seit einiger Zeit sichtbar immer wieder zurück. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit mal festgestellt, dass sie sich wohl nicht gleichmäßig zurückzieht, weil ich hatte ja vorher, meine Haarlinie war schon immer so eine gerade und es gibt ja Leute, die haben hier so einen Witwenzipfel und den hatte ich einfach nicht. Und jetzt scheint sich meine Haarlinie so ungleichmäßig zurückgezogen zu haben, dass hier noch dieser kleine Zipfel übrig ist. Ich weiß nicht, ob man den jetzt vielleicht sieht, ich mache mal noch eine Nahaufnahme davon. Der steht jetzt noch über und jetzt habe ich hier so ja, einen ganz schmalen, aber eben nur mit blonden Pflaumen, deswegen ist der von weitem nicht so gut sichtbar. Auch einen Witwenzipfel.
Nicht ganz so angenehm ist das Thema Haut, wieder einmal, wie so oft. Ich bin nach wie vor damit beschäftigt, weitere Substanzen zu detektieren, die sich negativ auf meine Haut auswirken, und ich bin offenbar immer noch nicht am Ende der Liste angelangt. Die Liste wird immer länger. Ich hatte ja schon zuletzt beschrieben, dass ich meinen Molke-Proteinshake ersetzen musste durch einen veganen Proteinshake, auch wenn er nicht so gut schmeckt. Und auch den habe ich jetzt inzwischen austauschen müssen durch einen anderen veganen Eiweißshake, weil denn die nächste Substanz, die meiner Haut auch zusetzt, ist nämlich Soja. Ja, und Soja war auch in meinem ersten veganen Eiweißshake drin und zusätzlich eben auch in dem Joghurt, den ich jeden Morgen in mein Müsli reingerührt habe. Noch irgendwas Nettes vielleicht zum Abschluss? Ach ja, genau. Ich merke, ich habe ja schon mal beschrieben, ich glaube vor irgendeinem anderen Video davor, dass ich langsam ein breiteres Kreuz bekomme und dass sich das auch in meiner Jacke abzeichnet, die ich mir vor 2 Jahren oder sowas mal gekauft habe und die, als ich sie mir gekauft habe, noch recht leger saß. Ich hatte damals auch überlegt, ob ich mir diese Jacke mal vielleicht enger nähen soll oder sowas. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil inzwischen wachse ich in diese Jacke rein. Es ist eigentlich genau genommen ein Mantel, so eine Art Lodenmantel. Und der passt mir inzwischen nicht nur gut, sondern er wird auch unter den Ärmeln, wenn ich meine Muskeln anspanne, ein klein wenig eng, wenn ich den Pullover anhabe. Hört, also krass. Meine Arme scheinen jetzt tatsächlich ein bisschen mehr zu wachsen. Ich habe tatsächlich meinen Trainingsplan so umgestellt, dass ich jetzt häufiger in der Woche wieder dieselben Muskelgruppen trainiere, und das schlägt auch tatsächlich an. Meine Muskeln brauchen jetzt einfach mehr Forderung, die langweilen sich viel zu schnell. Ja, und wenn man sie dann aber auch fordert, dann legen sie aber auch los. Krass. Ich habe jetzt nochmal so einen Muskelwachstumsschub, habe ich das Gefühl. Oder ich weiß nicht, bei Sam war es ja auch so, dass er sagte, nach einem 1,5 Jahr fingen seine Muskeln erst richtig an zu wachsen. Ha! Krass, das wäre natürlich sehr schön. Also da tut sich auf jeden Fall was. Mein Chef, den habe ich letzte Woche mal wieder getroffen nach langer Zeit, und der meinte, er hätte so beim Gegenübersitzen und Sprechen gemerkt, dass meine Hände dicker aussehen als vorher. Also vielmehr die Hände selber vielleicht auch, aber vor allem die Finger. Die Fingerglieder sehen dicker aus als vorher, sagte er. An meiner Uhr musste ich auch ein zweites neues Glied dazu packen, weil die sonst zu eng geworden ist. Ach ja, genau. Viel ist es nicht, aber mein Bart in Anführungszeichen ist zumindest jetzt so dicht, dass ich, wenn ich ihn stutze und so auf 2 mm oder sowas trimme, dann sieht man ihn auf dunklem Hintergrund auf jeden Fall. Also einen schönen Flaum. Also es ist nicht mehr Flaum, es ist tatsächlich schon pieksig. Meine Mutti hat mich letztes Wochenende wieder gedrückt und dann meinte sie, das ist aber kratzig. Ja, das ist jetzt kratzig geworden. Aber nur hier am Kinn, hier unten ist auch, naja, der Widerstand, wenn man gegen den Strich drüber fährt, wird langsam mehr, aber es ist noch nicht, dass man es als Bart bezeichnen kann. Und hier oben auch noch. Das ist alles noch sehr wuschelig und weich. Und hier reden wir nicht drüber. Pfirsichflaum. Und das war's.